Dieser eindrucksvolle Hortfund hier hinter mir ist der berühmte Hortfund von Dieskau II. Er wurde 1904 beim Anlegen einer Miete entdeckt und wie man hier an den Scherben sieht, befand sich der Fund in einem Keramikgefäß. Das ist ganz wichtig und ganz typisch. Die Aunitzer Hortfunde sind praktisch immer in Keramikgefäßen. Das bedeutet, dass Beile etwa entschäftet sind oder auch, dass die Holzschäfte dieser Stabdolche nicht mehr an den Dolchen montiert sind, sondern dass man sozusagen das pure Kupfer oder die pure Bronze in das Gefäß legt und damit verbirgt. Früher dachte man, dass die Hortfunde Opfer an die Götter sind. Das ist eine Interpretation. Ganz früher dachte man, dass diese Hortfunde Händlerhorte oder Schatzverstecke sind. Später gab es dann die Interpretation, dass es sich um Opfer an die Götter handelt, vor allem an der Universität Berlin durch Herrn Professor Hensel entwickelt. Eine Idee und eine Interpretation, die wir immer noch am wahrscheinlichsten halten. Inzwischen aber glauben wir, dass die Hortfunde zwar Opfer an die Götter sind und eine spezielle Niederlegungsform, aber in der Frühbronzezeit auch eine soziale Realität spiegeln. Das heißt, dass hinter den Gegenständen soziale Verbände sind. Und das ist hier auch so bei diesen Stabdolchen. Diese Stabdolche hier, die waren mit Holzschäften versehen und die sahen aus wie so Entenschnäbel. Es waren nicht Dolche wie heute, sondern Dolche an Stäben. Wir sind hier in einer Zeit um 2000 bis 1800 vor Christus, in der das Schwert in Mitteleuropa noch nicht erfunden ist und in denen mit diesen Stabdolchen gekämpft wird. Natürlich auch mit Dolchen, aber ein Stabdolch hat natürlich eine größere Reichweite und ist eine durchaus tödliche Waffe, genauso wie Beile, mit denen ebenfalls gekämpft wurden. Diese Stabdolche hier hinter mir sind von verschiedenen Typen. Auffällig ist dieser sogenannte sächsische Typ, der diesen gerundeten Kopf hat und diesen kurzen Schaft. Es sind die Vorläufer der späteren Stabdolche mit Metallschäften, die dann aus der Aunitzer Kultur heraus nach Norden vertauscht oder verhandelt werden, um dort die Völker, die dort im heutigen Mecklenburg oder Brandenburg sitzen, etwa der Einzelgrabkultur oder der Nachfolge der Einzelgrabkultur, vielleicht zu bestechen oder zu bezahlen dafür, dass sie Skandinavien etwa nach Bernstein durchsuchten und nach Bernstein, nach Sklaven, nach Fellen und Ähnlichem ausbeuteten. Dieser Bernstein kommt in großer Menge ins Aunitzer System und verbleibt im System als Repräsentationsmittel, als Kolliers für die Frauen oder als Geschenke, die man weitergibt an andere Kulturen. Aber zurück zu unserem Hortfund. Wir sehen hier unten noch einige Bernsteinperlen. Die Bernsteinkette selbst liegt in einer anderen Vitrine. Wahrscheinlich gehören auch diese Abstandshalter dazu, da Nadeln fehlen, um Kolliers herzustellen, glauben wir hier eher eine Bernsteinkette, die möglicherweise mit Männern zusammenhängt, diesmal nicht mit Frauen, weil wir hier nur Waffen haben und Waffen bislang sich nur in Männergräbern fanden. Das Besondere an diesem Depot hier ist, dass es sich um ein Depot von militärischen Anführern handelt. Das ist ganz wichtig. Wir sehen, die Masse der normalen Soldaten verfügt über ein Beil. Und dieses Beil wird wahrscheinlich von den Fürsten an die Soldaten verteilt, weil die Beile nahezu gussgleich und aus dem gleichen Metall sind. Aber die Fürsten selbst verfügen über zinnlegierte, golden schimmernde Beile und die Stabdolche sind meistens mit Antimon oder anderen Metallen legiert, sodass sie eher silber schimmern, mit einer Ausnahme, das ist der zweite Stabdolch hier oben, man sieht schon, der ist goldener und das sieht man auch an diesem Beil, diesem goldenen Beil gleichsam, das aus Schottland oder England importiert ist, ein sogenanntes Raindrop-Beil mit so regentropfenartigen Verzierungen versehen und einer dieser Doppeläxte. Und das bedeutet, wir haben eine Ausstattung, eine Waffenausstattung, die ist nicht silbern, sondern die glänzt golden. Und möglicherweise ist das
ein Distinktionsmittel innerhalb dieses Waffenhortfundes. Die anderen waren silbern ausgestattet, einer war golden ausgestattet und das sieht man auch an den Ringen. Wir haben hier 5 golden schimmernde Ringe, der Rest ist eher silber schimmernd, sodass wir hier also eine Goldausstattung und Silberausstattungen haben oder silberartig schimmernde Ausstattungen haben, die eine gewisse Hierarchie innerhalb der militärischen Führer anzeigen. Die Stabdolche sind uns dramatisch weniger bekannt als zum Beispiel Beile. Beile kennen wir etwa 1200 und Stabdolche, diese Doppeläxte und Dolche kennen wir so in einem Verhältnis von 1:60, 1:90, 1:120. Und das ermutigt uns, die Relation von Anführern zu Soldaten ermutigt uns, von einem militärischen System zu sprechen, denn das sind Militärzahlen, wie wir sie etwa im preußischen Militär, im römischen Militär, die Kohorte oder auch in anderen Militärsystemen kennen. Das scheinen militärische Größen zu sein, die sehr, sehr gut funktionieren. Ergo, die Horte sind also nicht nur Opfer an die Götter, die Horte spiegeln eine reale Lebenssituation. In diesem Fall spiegeln die Horte Waffenkammern, Waffendepots, die uns militärische Organisationen, also Armeen zeigen und die vielleicht als gar mal die Götter deponiert werden oder wie im Haus von Dermsdorf, wo sich 100 dieser Beile fanden, wo diese Beile vor dem Hauptfirstpfosten deponiert wurden und in das Haus von Dermsdorf mit etwa 44 Metern Länge passen so ziemlich genau 100 Krieger, sodass die Anzahl der Beile zur Anzahl der Krieger in diesem großen Männerhaus passt. Und ich stelle mir immer vor, dass dieser Topf auch benutzt wurde, um die Beile zu lagern und um die dann an die Krieger zu verteilen. Die Fürsten selbst, das wissen wir, hatten diese Stabdolche, ebenso ihre militärischen Vertreter, die größere Einheiten leiteten. Was ganz Besonderes sind diese Doppeläxte, die wir in Gräbern überhaupt nicht finden. Sie scheinen ein ganz ausgezeichnetes Distinktionsmittel zu sein. Sie sind auch so blasig gegossen, dass man sie als Waffen gar nicht verwenden konnte. Sie haben eher Zeptercharakter. Wir sind bei weitem nicht am Ende. Wir haben neue Hortfunde entdeckt, etwa in Teicha, die uns weitere Aufschlüsse geben über die Verwendung und den Symbolgehalt solcher Waffen. Wir untersuchen momentan die Waffen detailliert auf Kampfspuren, auf Spuren von Nachschäftungen und wir sehen hier, dass diese Waffen, diese Stabdolche durchaus auch benutzt wurden. Und wie ich bereits erwähnte, untersuchen wir die soziale Funktion und insbesondere den Austausch nach Norden, wo das so zu sein scheint, als wie wir das auch aus anderen Regionen kennen und aus anderen historischen Epochen, wo man sozusagen die Nachbarn als Dank für etwa Handelsgut oder Ähnliches mit Waffen versorgt, allerdings mit Waffen, die dort nur Statussymbole sind, denn diese Stabdolche mit Metallschäftung kann man nicht real benutzen, ganz anders als diese hier, die hinter mir sind. Wie man die Ringe und die Halsringe, diese sogenannten Ösenhalsringe, einzeln auf die Krieger verteilt, können wir im Detail nicht sagen. Da die Dinge aber mit der Anzahl ganz gut zueinander passen, gehen wir davon aus, dass wir hier tatsächlich einzelne Krieger mit je einem Stabdolch und einer Schmuckausstattung vor uns haben.